Hallo und herzlich willkommen zurück auf oxinside.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir von der Firma Atlas.io den SHD Mini. Das ist ein Schreibtisch, der höhenverstellbar ist. Das heißt, man kann sich da dran setzen, man kann ja elektrisch hochfahren und runterfahren und man kann sich auch daran stellen. Das heißt also, es ist ein Stehtisch und ein Sitztisch. Ja, dann schauen wir einfach mal. Wir müssen das erstmal alles zusammenbauen. Und zwar haben wir hier einige Teile. Da haben wir also die Füße, dann haben wir dementsprechend auch noch die beiden Tischbeine, die man da dran schraubt. In dem einen Tischbein ist ein Motor untergebracht. Das heißt, das Ganze ist höhenverstellbar. So, und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch zusammenbauen. Das heißt, wir benötigen erstmal die beiden Füße. In der Anleitung ist genau beschrieben, wie das alles richtig zusammengebaut wird. Und da ist es so, dass der Fuß mit dem Motor auf die Seite mit der Elektrik kommt. Und zwar wird er hier drauf gesetzt. Dann wird das Ganze festgeschraubt. Die Tütchen haben Gott sei Dank schöne kleine Buchstaben drauf. Das heißt, man sieht direkt an A oder B oder C, was für Teile man benötigt. Hier sind das Innensechskantschrauben und die haben auch einen kleinen Innensechskantschlüssel abgewinkelten dabei gelegt. So, jetzt können wir auch schon den anderen Pfosten noch nehmen und der wird dann auf die Seite gesetzt und dann ebenfalls mit 4 Schrauben fixiert. Als nächstes benötigen wir die Übertragungsstange und mit dieser Übertragungsstange wird die Bewegung des Motors übertragen auf das zweite Fußbein, denn wir haben ja nur auf einer Seite einen Motor und die beiden müssen natürlich gleichzeitig ausfahren, um halt eben auch einen geraden Tisch zu gewährleisten. Diese Übertragungsstange, die wird einfach jetzt auf das Sechskant von dem Motor aufgesteckt. Ja, wenn man das dann aufsteckt, dann sollte man darauf achten, dass man noch gut an diese kleinen Bohrungen drankommt, an die Gewindebohrung, denn da kommen hinter die Madenschrauben rein und ja, dann machen wir das. Setzen wir das ein, dann können wir drüben die Stange da ordentlich einschieben. Also man sieht hier auch nochmal, dass auf jedem Tütchen halt eben ein Buchstabe drauf ist, das heißt A, B, C, D, E, F und dort sind dann halt eben die unterschiedlichen Sachen untergebracht. Und in der Anleitung steht ganz genau drin, dass man halt eben Buchstabe A benötigt, die und die Schraube. Und dann haben wir jetzt noch die M5-Maden, die kleinen 5 mm lang. Und die waren in dem Tütchen C drin. Wichtig ist bei den kleinen Madenschrauben, dass man diese Schrauben nicht zu fest schraubt, aber natürlich auch nicht zu lose. Die dienen wirklich nur zur Fixierung und wenn man die zu fest schraubt, dann macht es knack und dann wird es schwierig, die rauszubekommen. So, wichtig ist jetzt, bevor man die zweite Seite festschraubt, dass man hier das so weit dreht, dass beide Füße auf der gleichen Höhe sind. In unserem Fall waren die schon so geliefert worden, das heißt, wir haben die jetzt von vornherein waren die schon auf dem gleichen Abstand und wir brauchen das ganze System jetzt nur noch hier zu montieren und können jetzt halt eben mit den Madenschrauben das Ganze fixieren. Die werden jetzt einfach kurz festgeschraubt und dann ist das auch schon fest. So, weiter geht es jetzt mit den beiden Füßen. Ja, also die werden jetzt hier einfach drauf montiert. Einmal hier. Dann wird das Ganze fixiert mit den Innensechskantschrauben und der Unterlegscheibe. Natürlich haben wir hier eine lange und eine kurze Seite und da richten wir uns dann halt nach dem Tisch. Bei der Montage kann man schon gleich darauf achten, dass der Fuß auch dementsprechend einigermaßen ausgerichtet ist. Der lässt sich seitlich sehr weit bewegen. Das heißt, am besten jetzt schon mal darauf achten, dass der Tischfuß auch dementsprechend richtig zum Tisch montiert wird. Das ist übrigens der erste kniende Film von mir. So, jetzt schauen wir nochmal, ob das so einigermaßen in der Flucht ist. Ich würde sagen, das stimmt so.
Und jetzt fixieren wir das schlussendlich nochmal mit dem Innensechskantschlüssel. So, und dann wird das wieder auf der anderen Seite genauso fixiert mit den Schrauben. Das heißt, einfach die Schrauben hier einsetzen. Das feine Fixieren machen wir dann über Kreuz. Nachdem wir uns wieder die Flucht angeschaut haben, dass einigermaßen stimmen kann. Ich würde sagen, nein. Das heißt, wir drehen das Ding ein bisschen los und schauen zu, dass es dann gerade wird. So. Das kann man natürlich auch jederzeit dann verstellen, allerdings wird es hinterher ein bisschen schwieriger, denn am Aufstellungsort möchte man das natürlich dann nicht mehr auf die Tischplatte legen, denn die Tischplatte hat eine Glasoberseite, das heißt, da muss man schon vorsichtig sein. Man sollte auch bei den Arbeiten irgendwas unterlegen. Wir haben jetzt hier einen Teppich, das ist also im Grunde unproblematisch, sollte aber auf jeden Fall aufpassen, dass da keine Schraube drunter liegt, wo man dann die Tischplatte drauf macht. So, jetzt das Ganze fixiert. Man hat also auch hier noch wieder Füßchen zum Einstellen. Das heißt also, wenn doch irgendwas von der Neigung oder von den Abständen nicht ganz stimmt, kann man das damit ausgleichen. Die dreht man einfach so hoch. Dann kommen wir jetzt zum elektrischen Teil. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen die Kabel anschließen. Wir schauen auch hier noch mal ganz kurz in die Anleitung rein. Man sieht also hier jetzt dementsprechend ein Anschlusskabel. Das wird einfach mit diesem Netzteil hier verbunden. Der Vorteil hier ist, das haben sie ganz gut gelöst. Die haben jetzt hier dementsprechend, das ist so ein Lautsprecherstecker, den man von früher von den Lautsprechern kannte. Der wird aufgesteckt und dann wird das Ganze festgehalten mit dieser Kappe. Dann stecken wir das mal rein und können das dann runterklappen und dann sitzt das richtig bombenfest. Ja, und jetzt haben wir das Netzteil da dran. Jetzt muss natürlich noch der Motor verbunden werden mit der Steuerelektronik. Die sitzt hier in diesem kleinen Kästchen drin von Atlaseo. Man sollte sich auf jeden Fall ein paar Kabelbinder noch dabei legen, denn man hat das Problem, man kann dieses Kabel im Grunde jetzt hier schlecht unten drunter durchführen, denn diese Stange dreht sich und an drehenden Teilen sollte man also niemals ein Kabel haben. Also am besten hier oben lang führen und dann kann man das hier mit unter den Klettverschluss machen. Hier ist ein kleiner Klettverschluss dran, da könnte man das mit runter machen oder man nimmt sich halt eben einen neuen Kabelbinder. Ich bin dann hier unter den Klettverschluss gegangen und kann das Ganze jetzt einfach hier zusammenstecken. Muss zuschauen, dass es halt eben auch wirklich draufsteckt und dann auch dementsprechend mit dieser Arretierung hier festgesetzt wird. Das war's. Wir haben jetzt hier das Netzteil, das kommt dann gleich in die Steckdose. Ja, und dann werde ich jetzt halt eben den Tisch aufstellen und dann schauen wir mal, ob das alles geklappt hat. Ja, jetzt haben wir alles fertig aufgebaut. Und zwar ist das hier der Atlaseo SAD Mini-Tisch. Der hat die Maße 1 Meter, also 100 cm x 60 cm. 1 Meter x 60 cm. Den gibt es auch noch in 120 x 60 cm und 140 x 65 cm. Ja, also wir können jetzt hier einfach unser Smartphone drauflegen, aufladen auf dem Wireless Charging Pad. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Höhe zu verstellen. Dazu muss man das erstmal einmal entsperren über die M-Taste und kann dann dementsprechend über Hoch- und Runter-Taste den Tisch einstellen. Ich mache das nochmal ganz kurz. Das geht schon richtig schnell und man kann das dann einfach auf der Position stehen lassen. Es läuft ein bisschen nach, das kann vielleicht, da muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man dann die richtige Höhe auch wirklich findet, die man haben möchte. Und ja. Dann haben wir hier vorne halt eben noch eine Schublade drin und da können wir dann jetzt auch wunderbar die Anleitung reinlegen oder natürlich die Tastatur oder Maus oder auch das Smartphone oder was auch immer. So, das war's. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich zum einen, dass man den Inhalt erstmal prüfen sollte, was also alles wirklich enthalten ist, damit man nicht hinterher beim Zusammenbau doch eine böse Überraschung erlebt. Also wir haben die Tischplatte, wir haben das rechte Tischbein mit dem Motor, wir haben das linke Tischbein ohne Motor, dann haben wir die zwei Füße, die wir montiert haben und dann haben wir eine Übertragungsstange. Dann haben wir noch ein Netzteil dabei mit 2,50 Meter ungefähr Zuleitung und dann haben wir die 16 Innensechskantschrauben, entsprechende Unterlegscheiben dazu, 4 Madenschrauben M5, einen Imbusschlüssel M2 und einen Imbusschlüssel M4
sowie noch ein Klettband, was ich vorhin völlig vergessen hatte und was natürlich dazu dient, um das Kabel irgendwie zu fixieren. Ja, der Aufbau an sich war wirklich kinderleicht, hatten wir gesehen. Also es sind im Grunde nur die 16 Schrauben, die man noch reinsetzen muss. Dann die Übertragungsstange montieren, die 4 Madenschrauben einsetzen, nachdem man die Höhe so ein bisschen justiert hat, über die Übertragungsstange. Und dann ist das Ganze auch schon im Grunde fertig. Ja, die Verkabelung, da muss man halt eben schauen, wie man das am besten für sich löst. Es gibt durchaus über Amazon oder andere Anbieter gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten, um die Kabel halt eben sauber zu verlegen an den Rändern oder unterm Tisch. Man hat hier aber auch noch ein paar Möglichkeiten, wo man etwas fixieren kann. Nur muss man immer darauf achten, dass die Übertragungsstange frei ist und kein Kabel da dran irgendwie gebunden wird oder so, sondern dann wirklich an anderen Stellen mit Klettband oder mit Kabelbindern fixieren. Natürlich gibt es noch den ausführlichen Test dazu, den zeigen wir dann auf ocinsight.de. Da schauen wir uns die Sachen noch mal ein bisschen im Detail an, wir zeigen auch noch mal die technischen Daten von dem Tisch. Und was wir jetzt noch haben ist, wir haben jetzt auch noch einen Hocker dazu bestellt. Denn das Problem ist natürlich, wenn man sich normalerweise mit einem Hocker da dran stellt oder mit einem Stuhl dran stellt, hat der natürlich dann nicht die richtige Höhe. Dieser Stuhl soll halt eben auch höhenverstellbar sein und da sind wir ganz gespannt drauf, wie sich das Ganze dann präsentiert. Das, was wir jetzt noch zusätzlich bestellt haben, ist von Atlas.io der TDC Dynamic Chair und den packen wir jetzt mal einfach aus. Ich habe noch so einen kleinen Tipp, und zwar sollte man mit diesen Cuttermessern, wenn man irgendwas aufschneidet, das Cuttermesser auch wirklich nur so weit rausmachen, wie es wirklich benötigt wird, um das Klebeband zu schneiden. Denn das Problem ist, wenn man das lang lässt, und manche machen das, die lassen das einfach so schön lang und schneidet da rein, schneidet man sich auch dementsprechend innen drin irgendwas auf. Also am besten einfach wirklich nur ein ganz kleines Stückchen rausgucken lassen und dann kann man das wunderbar aufschneiden, ohne dass da drunter irgendwas kaputt geht. Das war jetzt auch natürlich die Glasplatte, die wurde von dem Tisch mit einer Styroporplatte Gott sei Dank noch gesichert, aber auch da muss man immer aufpassen, dass man da wirklich nicht reinschneidet. So, dann machen wir mal ein richtiges Unboxing hier. Ich habe da selber noch nicht reingeschaut, aber dann schauen wir einfach mal, was da drin ist. Vermutlich der Schuh. Ja, hier sehen wir das, was da drin ist. Ich lege das mal vorsichtig hier auf die Glasplatte. Also wir haben eine Pappe. Dann haben wir noch das Standbein. Und dann haben wir noch den Standfuß. Den hole ich jetzt aber lieber auf den Boden raus. Also hier sieht man jetzt eben dementsprechend die Sitzplatte, wo man sich draufsetzt hinterher. Und das fühlt sich alles ganz gut an. Auch wertig. Bin mal gespannt. Das ist der Fuß. Was mir schon mal sehr gut gefällt, ist, dass auf der Unterseite ist so eine Gummischicht. Das heißt also, damit zerkratzt man sich auch nicht das Parkett oder irgendwas auf dem Boden oder Fliesen, sondern das scheint wirklich sehr fest zu sein und sieht auch noch gleichzeitig schick aus. Könnte man glatt beleuchten. Ich glaube, da machen wir noch einen Rot. Ja. Dann haben wir hier so eine Gummischeibe. Und da schauen wir aber auch erst mal ganz kurz in die Anleitung rein, denn das ist schon wichtig, dass man wenigstens einmal einen Blick in die Anleitung wirft, um zu sehen, was man da alles machen muss. Ich sehe hier irgendwas von einem Vorschlaghammer, dass man hier mit dem Vorschlaghammer umdengeln soll. Ich glaube, das verstehe ich falsch. Aber sieht so aus. Dann packen wir noch ein bisschen weiter aus. So, das hier ist nämlich der Gasdruckdämpfer. Der ist natürlich sehr wichtig. Das ist eigentlich das wichtigste Teil von dem gesamten Hocker. Denn darüber wird hinterher die Regulierung von der Höhe auch vorgenommen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Also zur Montage muss man jetzt einfach erstmal oben die rote Kappe abnehmen, denn die benötigen wir nicht mehr, die können wir dann einfach wegschmeißen. Jetzt stecken wir die Gasdruckfeder einfach hier ein. Man muss natürlich aufpassen, dass man jetzt hier die Glasplatte nicht zerstört. Also hier keinen Druck ausüben, aber erstmal schon mal grob zusammenbauen. Dann haben wir hier einfach so einen Gummiring, der dient einfach nur als Abdeckung, dass man das hinterher darauf nicht sieht. Und dann wird das umgedreht, auch da natürlich aufpassen, dass man da nichts kaputt macht. Und dann wird das Ganze hier drauf gesteckt und ordentlich fixiert.
Ja, das war's dann auch schon. So, nachdem das nun alles zusammengebaut ist, man musste also mit ordentlich Druck dementsprechend die Sachen miteinander verbinden, aber mein Gewicht ist genug Druck, um das zu verbinden. Wer sich hier wundert über die Hammerschläge in der Anleitung, warum man da mit dem Hammer drauf rumkloppen sollte, das ist die Demontage. Gut, wer würde das anders machen? Eigentlich haut man da immer mit dem Hammer drauf rum. Aber es ist halt so, man bekommt die eingepressten Teile, wie also eben die Gasdruckfeder, sonst nicht mehr aus der Führung raus. Da hilft leider dann nur ein Gummihammer oder irgendwas ähnliches oder mit einem Ruck oder sowas. Aber es ist schwierig, das wieder zu lösen. Also am besten lässt man das Ganze so zusammen. Und ja, jetzt möchte ich das nochmal ganz kurz demonstrieren. So, dann stellen wir das Ganze jetzt mal auf den Boden und schauen mal, wie das klappt. Also das wäre jetzt natürlich keine gute Sitzhöhe, aber jetzt kann ich das so runter machen und kann jetzt hier dementsprechend arbeiten. Ich habe hier meine Schublade, kann noch was unterbringen, aber ich kann das Ganze halt eben auch erstmal entsperren, bis die LEDs leuchten für oben und unten, und dann kann ich das Ganze hochfahren. Und dann kann ich an dem Hocker einmal die Taste betätigen und dann habe ich einen Stehhocker und kann richtig schön ergonomisch da sitzen. Das wäre aber selbst immer noch zu hoch. Also das heißt, ich glaube, ich würde mir den doch beiseite stellen und würde dann lieber im Stehen arbeiten. Aber das muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, wie man das macht, wie man so angenehm wie möglich arbeiten kann. Wichtig ist einfach, dass das Ganze halt eben auch noch ein bisschen ergonomischen Effekt hat. Man kann sich das natürlich auch so einstellen, dass man auf der oberen Höhe stehen bleibt. Ich zeige das nochmal. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das so hat, ein bisschen tiefer vielleicht noch, so, dass so ungefähr die Arme halt eben dementsprechend den rechten Winkel aufweisen, wenn man tippt oder die Maus bedient. Ja, und so kann man im Grunde entspannt arbeiten. Und ich glaube, man soll ja auch gar nicht so fest sitzen, und Rückenlehne ist ja sowieso ungesund. Wurden jetzt auch wieder ein paar Stühle getestet, die allesamt ungesund waren oder nahezu alle. Also das ist schon angenehm. Jo. Bin gespannt, was der Rücken sagt. Ja, hier vorne haben wir, wie gesagt, auch noch zwei USB-Ports, einmal Typ A und einmal Typ C. Da kann man noch was anschließen. Dann kann ich hier nochmal ein Handy drauflegen, aufladen. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Monitor und die Tastatur und die Maus und das Mauspad. Wir haben für den Tisch auch noch eine kleine Halterung entworfen, gesliced und mit dem 3D-Drucker gedruckt, womit man ein Headset am Tisch aufhängen kann. Dann haben wir noch eine kleine Kabelhalterung entworfen und gedruckt, womit man das Kabel sauber am Tischbein fixieren kann. Und last but not least haben wir für den Test auch noch eine Platte entworfen, die man an eine Steckdose anschrauben kann, um diese Steckdose dann elegant unter dem Tisch anzubringen. Und so könnte der kleine Homeoffice-Arbeitsplatz dann fertig aussehen. Denkt auch unbedingt dran, unseren Channel zu abonnieren, damit ihr auch weiterhin über neue Videos von uns informiert werdet. Ja, dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.